Hallo zusammen. Heute wollte ich mal euch zeigen, wie man den Background von dem Cisco-Telefon anpasst und eigene Bilder da einfügt. Der ist zwar ganz putzig da, der Standard-Hintergrund, aber mir gefällt er also nicht. Und hier normalerweise ist das ja hier hinterlegt unter User und dann Background Images, und da sieht man dann also die Images. Ich habe da schon ein paar andere. Und da werden wir jetzt ein paar neue einfügen. Und dann kann man die hier so reinladen. Hier. So, den hier zum Beispiel. Ist doch viel cooler als das Standardding. Und da gehe ich dann Step für Step durch. Die 4, 5 Punkte, die ihr da wissen müsst. Und gehe auch ein bisschen darauf ein, welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Telefonen gibt. Weil es gibt ja auch Telefone mit dem Schwarz-Weiß-Display und einem größeren Display. Und auch noch ein Telefon mit einem Buntdisplay, aber mit weniger Farben. Na gut, kriegen wir alles hin. Und los. Hier geht's los. Also als erstes gehen wir mal auf den TFTP-Server bzw. auf sein Verzeichnis. Das ist der gleiche Server, auf dem die Konfigurationsdateien für die Cisco-Telefone schon liegen. Und da müssen wir einen Ordner erstellen, der heißt erstmal Desktops, also Mehrzahl. Und da drin muss ein Ordner sein, der wie dieser erste hier 320 mal 212 mal 16 heißt. Also X steht da immer dazwischen. Die kann man sich nicht frei aussuchen, die müssen so heißen. Nur so findet das Telefon später die Dateien dann. Also das ist von Cisco so vorgegeben. Desktops direkt auf dem Root-Verzeichnis von dem TFTP-Server und dann 320 212 16. So, und da habe ich jetzt meine ganzen bisherigen Hintergründe liegen und jetzt werden wir ein paar neue da mal dazu packen. Da habe ich mir ein paar schöne gemacht. Einmal hier den kleinen Kerl. Der sieht so aus. Putzig, ne? Und der muss ganz spezielle Größe haben. Also man braucht da 2 Dateien. Einmal die Originaldatei, die dann später im Telefon angezeigt wird. Die muss die Größe, hier geht das, 320 mal 212 haben. Und dann braucht man noch eine weitere Datei als Thumbnail dazu. Die kann beliebig heißen, also die Namen sind egal. Wichtig ist nur, dass das eine PNG-Datei sein muss. Da habe ich so noch einen gemacht. Das habe ich übrigens mit einer KI erzeugt. Sehr erstaunlich, wie cool das ging. Also das hat er direkt so gemacht, da habe ich gar nichts groß editiert. Habe ihm gesagt, mach mal, und dann habe ich ein paar Versuche gebraucht und dann kam irgendwann der hier raus. Den habe ich genommen und den anderen fand ich auch hübsch. Da, so, ein bisschen verspielter, der lächelte. Bei dem ersten habe ich gesagt, mach doch mal lächeln, und dann kam das hier. Na gut. Dann muss man das noch klein rechnen. Die Thumbnails haben auch eine definierte Größe hier. Die ist sehr klein. Das muss 80 mal 53 sein. Also da können wir auch nichts ändern, das ist fix. Das sind die Größen. So, sollte einer von euch ein Cisco 7975 haben, also das mit dem ganz großen Display, dann muss man die Datei etwas ändern, dann ist das 320 mal 216 mal 16. Und sollte jemand die ganz kleinen Telefone haben, also die 7960 und 61, dann ist es hier zwar diese Auflösung, aber nicht 16-Bit, sondern da gehen irgendwie nur 8-Bit. Aber ich verlinke euch nachher nochmal die Beschreibung von Cisco drunter. Da steht das dann ganz im Detail, wie das aussehen soll, aussehen muss. So, jetzt habe ich die 2 Dateien gemacht. Jetzt gehen wir wieder in unseren TFTP, in unseren Ordner hier, so den da. Und da gibt es eine list.xml-Datei. Die muss auch so heißen, weil das Telefon sucht die. Und so sieht die aus. Ich habe die mal ein bisschen größer gemacht, damit ihr das gut sehen könnt. Die heißt, hat die Überschrift Cisco IP Phone Image List. Und es wird hier geöffnet und hier wieder geschlossen. Und dann gibt es das
Image Item und dann Image ist gleich und dann wird der Pfad von, steht mal hier TFTP, das ist ja klar, das ist also eigentlich alles fix. Und ab dann kommt Desktop, der Name und der Dateiname. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und zu sagen, ja, hier steht's doch, wenn ich das alles umbenenne, dann findet er das auch woanders. Ja, aber das Telefon nimmt das trotzdem nicht an. Also ihr müsst euch leider an die Vorgaben da halten. So, und jetzt haben wir jetzt 2 neue Dateien. Da kopieren wir das mal raus. Wisst ihr was, ich kopiere das da oben hin. Das ist schöner. Hier dürfen auch keine Leerzeilen drin sein. Was ist denn das? Irgendwie stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Copy und Paste von dem Ding. So, und da oben kopieren wir das rein. So, wie heißt denn die Datei? Also, dann machen wir mal den hier. Also, umbenennen und dann kopieren wir das da raus. Und dann kommt das da rein. Das heißt nicht der Fritz-Thumb, sondern das ist er hier. Und da unten ist es. Ich habe den gleichen Namen genommen, einfach ohne das Unterstrich Thumb. Dann ist es hier einfacher. So, dann würde ich sagen, machen wir die zweite Datei auch noch. Haben wir ja extra erstellt. Also wenn schon, denn schon. Einmal ihn hier. Copy. Paste. Und ohne Thumb. So. Soweit so klar. Einmal abspeichern. Zack, fertig. So, vom Prinzip her war es das jetzt schon auf der Konfigurationsseite. Als nächstes gehen wir jetzt mal zum Telefon und gucken uns das mal genau an, wie er das da anzeigt. So, das haben wir jetzt soweit geschafft. Jetzt müssen wir die Bilder nur noch in diesen Ordner rein kopieren. Also, da muss man aufpassen, den richtigen, also 32012, weil ich das kleine Telefon nehme. Und dann die vorbereiteten Bilder einfach mal hierhin kopieren. So, ups, das müsste es gewesen sein. Und als nächstes gucken wir jetzt mal uns beim Telefon an, wie das dann live aussieht. Bis gleich. So, bevor ich euch zeige, wie das am Telefon genau aussieht, wollte ich noch mal kurz auf die Datei eingehen, die ich euch dann da verlinken werde. Also ich werde euch den Link schicken, weil das ist hier alles online, das ist also kein PDF. Man kann zwar eins generieren hier, das ist auf der Cisco Homepage hier. Da muss man ein bisschen aufpassen, da wird erklärt, wie diese Personalisierung von dem Telefon vonstatten geht. Auch hier Ringlist und was da alles so nötig ist. Unter anderem reden die auch über die List XML-Datei und hier ist ein Tippfehler drin, ja, weil für die großen Telefone, für das 75 muss das hier nicht 12 heißen, sondern 16. Also das ist falsch hier, was da steht. Und genauso hier unten bei dem. Richtig haben sie es dann ganz hier unten geschrieben. Da stimmt es dann wieder. Da ist es wieder die 16. Das ist einfach bei dem 75er ist das eben 216 groß. Und da muss man auch auf jeden Fall das so einstellen. Wenn man da nur ein Pixelreihe daneben ist, nimmt das Telefon das nicht an und der Screen bleibt blau. Nichts geht da. Ja, das kann man sich mal durchlesen. Steht ein bisschen. Und hier auch die Sache mit dem Display on und off, da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video zu machen. Da habe ich auch ein paar Kommentare gekriegt. Ja, das ist bei den Telefonen, glaube ich, noch ein kleiner Software-Bug irgendwie, weil so richtig funktioniert das nicht. Außerdem ist es ein bisschen sonderbar, dass man das immer so machen muss, dass das Telefon an einem bestimmten Uhrzeit jeden Tag angeht, egal wie. Also es muss irgendeine Uhrzeit sein und wenn man keine einstellt, dann ist es 0 Uhr. Also wozu das gut sein soll, weiß ich nicht. Aber gut, kommt nochmal ein Video dazu. Und jetzt gehen wir rüber zum Telefon. Okay, wir sind jetzt am Telefon. Dann geht ihr ins Menü. Zack. Und da ist es bei User Preferences einmal da und gleich der zweite Punkt Background Images.
So, wenn es richtig gemacht hat, dann hat er die hier auch schon gefunden und da zeigt er jetzt eben die Thumbnails an. Man kann natürlich auch für den Thumbnail ein anderes Bild hinterlegen, als dann später für das Hauptbild reingeladen wird. Macht nicht so viel Sinn. Kann man machen, wenn man zum Beispiel in dem Thumbnail nicht so viel sieht, dann kann man den noch ein bisschen größer machen. So, dann nehmen wir mal gleich den ersten, Select. Und dann können wir hier Preview machen, so würde das dann aussehen. Ist doch ganz putzig. Oder wir nehmen den hier, Select. Ich würde sagen, den save ich jetzt auch mal. So. Und wieder raus. Hübsch gemacht. Und hier kann man sich dann noch überlegen, ob man das Bild noch ein bisschen anpasst, dass man das Motiv ein bisschen nach oben verschiebt, weil ja hier unten immer die Menüstruktur eingeblendet wird. Weiß nicht. Ich glaube, der andere gefällt mir ein bisschen besser. Der ist so ein bisschen heller. Und save. So, okay. Wunderbar. Naja, beide süß. Alles klar, so leicht ist das. Viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare, Glocke aktivieren und vielleicht auch ein Abo dalassen. Tschüss.